Can you imagine living here at 3,500 meters above sea level? With thin air, freezing temperatures down to minus 30 degrees Celsius and winds of more than 200 kilometers per hour? It's not for everyone. Leute haben Kopfweh. Nach 2-3 Stunden fängt das Kopfweh an. Die können dann auch sehr schlecht schlafen. Übelkeit kann sein, einfach Kurzatmigkeit, weil es hat weniger Sauerstoff. We'll show you a day in the life of Daniela Bissig and Erich Führer. They take care of technology, maintenance, and upkeep at Europe's highest permanently inhabited research station in the Swiss Alps. Für uns ist eigentlich dieser Job ein Lottosechser. Ja, wenn du gerne in den Bergen bist, gerne Schnee hast, ist es natürlich ideal. The research station sits high on a mountain ridge called the Jungfraujoch. Daniela and Erich spend 16 days at a time here before another couple takes over this unique workplace. Die speziellen Sonnenuntergänge, die klare Luft, einfach die Stimmung hier oben. Getting to the Jungfraujoch means taking the train. A cogwheel railway has carried passengers through a 7-kilometer tunnel to Europe's highest train station since 1912. At 3,500 meters, research isn't the only thing happening. The station is also a tourist attraction. About 1 million visitors come each year. The last train back to the valley leaves in the afternoon. After that, Daniela and Erich are often almost alone until morning, except for one railway employee and a few birds. Ja, es kann auch einsam sein, es kann auch stürmen und dann wird's auch einsam. Und das musst du hier ertragen können. Every morning, two worlds collide. Tourists shop in an alpine setting, while Erich does routine work, shoveling snow. The average temperature here is minus 7 degrees Celsius. They found the job through a newspaper ad. For working in the thin mountain air, Erich has one tip. Langsam, sie glauben es nicht. Aber man weiß es, dass es langsam besser geht, langsam und stetig. A room with a view. During their shift, Daniela and Erich live in a 45 square meter apartment. Das ist unsere Küche hier mit unserem Wohnzimmer. Das teilen wir uns jeweils mit einem anderen Paar. Das heißt, wenn wir gehen, räumen wir alles, was privat ist, weg. Aber jetzt, während wir da sind, breiten wir uns auch ein bisschen aus. Das ist unser Schlafzimmer, unser privates Schlafzimmer. Das müssen wir uns auch nicht teilen mit einem anderen Paar. Also hier sind wir wirklich während 16 Tage zu Hause, schlafen hier. Und ich sage immer, das ist wirklich der schönste Ausblick, den du in der Schweiz haben kannst, mit Blick auf den Concordiaplatz runter. Ja, was will man mehr? 5 times a day, they record weather observations from Mateo, Swiss. To do that, they take an old elevator from 1936 up another 112 meters. Travel time, 1 minute. The Sphinx Observatory at the summit offers ideal conditions for weather monitoring. Daniela and Erich note visibility, cloud cover, and precipitation. Also, Sichtweite 50. Wir sind hier auf der Wetterscheide Nord-Süd. Kann sein, dass wir wirklich von einer Stunde auf die andere schönes Wetter haben, dann sofort wieder gewechselt wird, dass wir auch Schnee bekommen oder Regen oder Hagel. And it's not just extreme weather. Climate change is also noticeable here. Wir sehen, wie der Gletscher zurückgeht, wie sich die Spalten öffnen. Wir hören auch die Felsstürze im Sommer. Und
Eben, das macht nachdenklich. Unten auf dem Concordia-Platz haben wir jetzt noch rund 800 Meter Gletscher. Die letzten 3 Jahre ist er 15 Meter geschmolzen. Jetzt kann man ausrechnen, wie lange es geht, bis da kein Gletscher mehr ist. Und das macht auch traurig, wenn du denkst, dass deine Kinder oder Großkinder diese wunderschöne Natur nicht mehr sehen werden. Room care is also part of the job. 10 guest rooms are available for scientists from all over the world who come here to do research. Erich, as caretaker, also helps with research. For example, he assists in measuring the amount of Krypton-85 in the air. Scientists from Germany's Federal Office for Radiation Protection check how much of this radioactive noble gas can be detected up here. The gas escapes from nuclear reprocessing plants in La Hague in France and Sellafield in the UK. Wir haben wirklich sehr gute Manual, wo wirklich jeder Handgriff beschrieben ist. Und wenn du es einmal weißt, wie es abgehen sollte, und mit dem zusammen, dann kann das eigentlich fast jeder. Meanwhile, Daniela goes shopping. Shopping works differently up here. Of course, there's no supermarket. Ich kann ja nicht nach unten fahren und einkaufen, das würde mich einen Tag kosten. Ich kann es aber bestellen bei einem kleinen Lebensmittelgeschäft in Wengen. Bestelle ich die Sachen per E-Mail. Dann schicken die mir das innerhalb von 24 Stunden rauf. Sorry. Oh, sorry. This is also one of the few times Daniela meets the many tourists who visit Jungfraujoch every day. Then it's time for evening tea. It's not as hot as usual because water boils at only 85 degrees Celsius up here due to the low air pressure. That's why a hard-boiled egg takes a full 14 minutes. But time runs differently up here anyway. Wenn niemand mehr auf dem Berg ist, das ist wirklich Ruhe. Das ist ja ganz was anderes. Du hörst wirklich die Natur, beziehungsweise dann hörst du eben nicht mehr viel. Du hörst den Wind, du hörst ja, den Wind vor allem. Ganz klare Luft abends und morgens, es ist kalt. Das ist die Zeit, die wir extrem genießen. Erich and Daniela have worked on the Jungfraujoch for 4 years now, a time that has changed them. Wir sind immer mehr oder minder zusammen, oder? Und das verbindet oder macht schon etwas anderes aus einem. Ganz speziell, oder? A life where others only come for a day trip. For Daniela and Erich, it's a dream come true. And how about you? Could you imagine living under these extreme conditions?